Guten Morgen, es ist dumm Uhr morgens. Ich habe ein Gesicht wie die kalte Pizza vom Vortag, die ich gerade esse. Aber in 15 bis 20 Minuten kommt der Fahrer und holt uns ab. Dann fahren wir nach Maras und Moray, machen einen Ausflug. Ich hoffe, bis dahin komme ich ein bisschen auf Touren. Aber schauen wir uns mal an. Willkommen zur 8. und letzten Folge unserer Reise durch Peru. Im heutigen Video machen wir einige Tagesausflüge von Cusco aus. Starten wir mit Maras und Moray. Das allerdings mit einem Besuch der, wie ich sie nenne, Pullover Farm beginnt. Hier zeigt man uns, wie Meerschweinchen und Lamas gehalten werden, zeigt, wie schon die Inkas ihre Wolle gefärbt und geflochten haben und wie man Kartoffeln durch Dehydration haltbar gemacht hat. Die Inkas kultivierten fast 4000 Sorten an Kartoffeln, genetisch unterschiedlich waren es sogar fast 8000 und etwa 400 Maissorten. This is a dehydrated potato. That's the name, yeah? Dehydrated potato. The Incas, they work also with the potatoes in order to reduce. They were looking to some in order to what? To save the food in more longer time. Not just in period of months. You can save this potato in years. Als nächstes zeigte man uns, welche Stoffe man zum Färben der Wolle benutzt. Wie zum Beispiel Eukalyptus für grün oder Lupin für blau, bestimmtes Moos für rot und so weiter. For example, the green color has to boil is 1 hour because the leaves is fresh. For finish the washing the wool, the color is permanent, is forever. Danach wurde uns die Webtechnik gezeigt, noch einiges über die Bedeutung der Farben erzählt und dann konnten wir auch natürlich etwas kaufen, was wir auch taten. So, nach dieser kleinen Exkursion und Shopping-Einlage, muss halt sein, haben wir jetzt Halt gemacht an einem Aussichtspunkt und theoretisch sind irgendwo hinter mir die Rainbow Mountains, da fahren wir auch noch hin, aber nicht heute. Und ja, gleich geht es weiter zu der Salzmine Maras und danach noch zu irgendeiner Inka-Stätte Moray. Das Sacred Valley ist das landwirtschaftlich bedeutendste Hochtal der Inkas. Als Valle Sagrado wird die Gegend zwischen den Ortschaften Pisac und Ollantaytambo bezeichnet. Beides besuchen wir in diesem Video noch. Das Besondere am Sacred Valley ist die Lage. Es liegt am Fuße der sogenannten Schneeberge und hat im Gegensatz zum Rest des Landes ganzjährig Wasser und ist nicht wie zum Beispiel die High Sierra, also der Ebene, auf der dieser Aussichtspunkt liegt, auf die Regenzeit angewiesen. Aufgrund von Straßenarbeiten ging es erstmal nach Moray und danach erst nach Maras. Moray war eine Art Forschungsanlage der Inkas. Mit etwa 70 Metern Tiefe und der kreisförmigen Anordnung konnten die Inkas gut beobachten, in welchen Lagen welche Pflanzen am besten wachsen. Das hier gewonnene Wissen wurde im ganzen Land verteilt und angewandt. Und diese Senke deutet darauf hin, dass früher dort das Wasser hinunterfloss. Die Mauern sind aus Granitgestein, weil die sehr gut die Hitze von der Sonne absorbieren, dann wieder abgeben. Dadurch wächst alles hier schneller. Das haben die Amis so vor 50 Jahren oder in den 50ern entdeckt und machen das Ganze elektrisch. Und die Inkas wussten das schon 1000 Jahre, vor 1000 Jahren. Kurze Zeit nachdem die Spanier die Inkas vernichtend geschlagen haben, wurde das Ganze hier verlassen, weil man hier kein Gold gefunden hat oder sowas. Und was anderes hat die Spanier halt nicht interessiert. Und wiederentdeckt wurde es dann vor etwa 100 Jahren von einem Local, einem Archäologen, der dann angefangen hat, das wieder aufzubauen, denn die Natur holte sich das schon wieder langsam zurück, wie man das hier sieht.
Aber bei all diesen wissenschaftlichen Fakten und so weiter, können wir mal darüber reden, wie wunderschön diese Aussicht hier ist? Das sind die Minen von Maras. Wir waren gerade eben noch bei Moray, deswegen komme ich da so ein bisschen durcheinander. Das salzhaltige Wasser wird aus dieser Quelle gedrückt und kommt dann in die Becken, wo es durch Sonneneinstrahlung verdunstet und zurück bleibt das Salz. Jedes Becken wird von einer lokalen Familie bewirtschaftet. Das Wasser läuft hier den Strom entlang oder diesen Kanal entlang. Danach blockiert man den Kanal für kurze Zeit, damit das Wasser quasi in diese Becken reinläuft. Und wenn dann genug Wasser da ist, wird quasi die Öffnung zum Becken wieder geschlossen und der Damm oder die Stauung wieder weggemacht, damit das weiter runterfließt. Und sollte alles voll sein, dann fließt es unten in den großen Fluss runter. Nach wenigen Tagen ist das Wasser verdunstet und man kann das Salz abschaben und in Säcke packen. Guten Morgen! Nächster Tag, nächster Ausflug, könnte man sagen. Wir warten jetzt gerade noch auf 4 weitere Tourteilnehmer. Dann geht es ins Sacred Valley. Und nach dem Ganzen gibt es das Briefing fürs Salkantay Track, was ihr ja schon gesehen habt. Ich verlinke das mal hier oben. Und im Hintergrund so ein bisschen in den Wolken versteckt sind die Anden. That's Pisac, yeah? My friends, Pisac Inca city is on top. On the Spanish version of So, wir sind jetzt in Pisac angekommen. Das Dorf da unten heißt genauso. Das schauen wir uns jetzt noch mal genauer an. Pisac wurde voraussichtlich um 1450 erbaut als eine Art Rückzugsort für den damaligen Inka-König Pachacuti als religiöse Stätte und Observatorium. Es liegt auf ca. 3000 Metern Höhe und wurde von den Spaniern um 1530 direkt wieder zerstört. Wenn man sich das so anschaut, ist die Mauer schräg. Das haben die Inkas gemacht, damit bei Erdbeben das Ganze stabiler bleibt. Und es bleibt stabil. Solche Bauten wie da oben gehörten eigentlich nur zur High Class der Inkas, und die ganzen Arbeiter waren immer unten im Tal, näher der Felder. Aber das waren simple Bauten, deswegen hat man jetzt keine Überbleibsel mehr davon. Und Pisac wurde hier erbaut, weil hinter dem Berg der Amazonas beginnt, der Dschungel. Und die Inkas sind dann quasi darüber gegangen und haben den Einheimischen zum Beispiel Essen geboten, damit die für sie dann im Amazonas, da im Fluss, nach Gold suchen und sowas. Also war das ein strategisch auch wichtiger Punkt. Plus, das Sacred Valley ist das ganze Jahr über grün. Sogar jetzt zum Ende der Trockenzeit ist es ja doch sehr grün da unten.
Amas, die Rasenmäher der Anden. Oh, das ist ein Alpaka. Man sieht hier jetzt gerade schlecht, wie klein diese Löcher da sind, aber das sind kleine Grabräume. Die Inkas haben die Leichen mumifiziert und hatten eine Technik, um die so klein zu bekommen wie ein Neugeborenes ungefähr. Die Idee dahinter war, dass Kleinkinder oder Neugeborene unschuldig und rein sind. Und sie wollten dann quasi zum Ende ihres Lebens auch wieder unschuldig und rein werden und zurück zur Mutter Erde zurückkehren. Da sieht man auch noch so ein bisschen die Gemäuer von einem etwas größeren Raum. Komplette Seite hier ist eigentlich so eine Art Friedhof. Da hinten führt ein Weg auf den Berg rauf, denn oben auf diesem Plateau ist eine kleine Ortschaft, wo die Locals schon zur Inka-Zeit hier gelebt haben und dadurch quasi diesen Status bekommen haben, dass sie in diesem Nationalpark auf Lebenszeit bleiben dürfen. Erstaunlicherweise ist die Lebenserwartung bei ungefähr 80, 90 Jahren. Und dort haben die Inkas ihren Toten zugeprostet, für die war das eine Art Feier. Und man hat halt getrunken und den Alkohol, was aus fermentiertem Bier gemischt mit Kokablättern bestand, auch teilweise versucht rüberzuschütten, so als Tribut. That's for Pachamama. That's fine. You have to put Yes. something. Yeah, no problem. Yes. Cheers. Cheers. Hey. Show me. Weiter ging es nach Ollantaytambo. Mein Gott, ey. So, unser zweiter Stopp ist Ollantaytambo. Das sieht echt beeindruckend aus. Also mindestens so beeindruckend wie die Tatsache, dass ich den Namen irgendwann aussprechen konnte. Auch diese Stadt wurde von Pachacuti erbaut und war auch eine Festung und religiöse Stätte zugleich. Oben thront der Sonnentempel, dessen Mauern aus 6 Monolithen besteht. Das Bauwerk ist so eindrucksvoll, dass es nicht wenige Stimmen gibt, die behaupten, dass dies nicht von Menschenhand erbaut worden sein kann. Weitere Infos wie auch zu den anderen Orten findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt müssen wir 500 Stufen erklimmen, um da hochzukommen.
Guten Morgen. Wir beginnen mit dem letzten Ausflug hier in Peru. Sind mal wieder um dumm Uhr morgens gestartet. 4 Uhr wurden wir abgeholt, 3 Uhr ging der Wecker. Und ich bin ja schon außer Atem. Denn wir sind mit dem Auto auf 4700 Meter hochgefahren und laufen jetzt nochmal 350 Meter ungefähr hoch zu den Rainbow Mountains. Im Moment, nach der ersten kleinen Steigung, sieht es aber sehr subtil aus. Fast schon eben. Aber schauen wir uns das mal an, wie es so weitergeht. Sogenannte Rainbow Mountains gibt es auf der Welt einige. Der, zu dem wir unterwegs sind, nennt sich Vinicunca und hat eine Höhe von etwa 5200 Metern und hat 7 verschiedene Farben. Die Farben entstehen durch sich überlagernde Mineralien. Die Wanderung vom Parkplatz aus ist nur ca. 5 Kilometer lang. Auf dieser Höhe ist jedoch jeder Schritt eine Herausforderung. Einen Großteil dessen kann man auch mit dem Pferd zurücklegen. Dafür war ich aber natürlich wieder zu stur. So, das war's für heute und für die Reihe aus Peru. Ich danke jedem, der mich auf dieser Reise begleitet hat. Es war auch erstmal generell das letzte Video. Wann es weitergeht, weiß ich noch nicht. Kann in 3 Wochen sein oder auch in 2 Monaten. Das entscheiden dann Zeit und Motivation. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, ein Abo, falls ihr wissen wollt, wenn es weitergeht und kommentiert fleißig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.